Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin heute in Singapur unterwegs und zwar in der Reserve von Silver Bullion. Neben mir ist zu Gast Gregor Gregensen. Schön, dass du heute da bist, Gregor, Ja, hallo? für das Interview. Und ja, wir wollen heute über aktuelle Gegebenheiten sprechen, Trends und geopolitische Ereignisse, die dazu führen könnten, dass halt ja, sich Gold positiv entwickelt in den kommenden Monaten. Und ja, Gregor, vielleicht fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, der ja aktuell in aller Munde ist. Das Thema Bankenkrise. Wir haben es gesehen, in den USA sind die ersten Banken, die jetzt zusammenbrechen und gerettet werden müssen. Und anscheinend schwappt es auch über nach Europa. Wir haben es mit der Credit Suisse gesehen in der Schweiz. Was hältst du davon und was denkst du, was hat das für Auswirkungen letztendlich? Ja, also äh, scheint ein Symptom von einem größeren Problem zu sein. Erstens haben wir langfristige Schulden, die sich natürlich über Jahrzehnte angehäuft haben und so weiter. Aber jetzt spezifisch zu diesen Bankenproblemen, die wir jetzt sehen, das sind zum Großteil Banken, die haben Staatsanleihen gekauft, US-Staatsanleihen zum Großteil, im Jahre 2020, 2021. Im Jahr 2020 hat die US ja über 3,1 Billiarden, sollte ich sagen, an Staatsanleihen verkauft. Und die Banken, die das gekauft haben, haben das zum sehr niedrigen Zinssatz gekauft. Und das Problem ist natürlich, jetzt wo die Zinsen dann 2022 so angestiegen sind, also von, sagen wir mal, 1% oder so auf 5, 6% hochgegangen sind mit diesen Bonds, ähm, ist der Wert von diesen Anleihen halt unheimlich gefallen. Und bei einer Bank ist es ja so, dass über 90% von dem Geld, was dort gelagert wird oder Eingezahlt? eingezahlt wird, das wird ja von der Bank benutzt, um irgendwelche Investment oder andere Sachen zu machen. Und es scheint so zu sein, dass die Banken halt dachten, ja, Staatsanleihe kann ja nicht schiefgehen. Hm. Aber es kann halt doch viel schiefgehen, weil desto länger diese Anleihe ist, desto mehr der Zins hochgeht, desto weniger wird die wert. Hm. Und die Banken, die jetzt bankrott gegangen sind, das waren halt Banken, wo Liquiditätsprobleme kamen. Also es gab, sie haben angefangen, Probleme zu haben gesagt, wir müssen jetzt etwas mehr Geld finden. Und sobald das irgendwie in die News gekommen sind, haben die Anleger dann gesagt, ich nehme lieber mein Geld zurück, da könnte ja was schiefgehen. Und das hat dann zu dieser Bankrun geführt, wobei zu viele Leute das Geld haben wollen. Es sind nur normalerweise 10% da. Und dann musste die Bank halt anfangen, diese Staatsanleihen und andere Assets zu verkaufen, die sie haben. Und da der Wert ja so weit runtergefallen ist, konnten sie das halt nicht mehr verstecken. Ja. Und damit sind sie dann über Nacht bankrott gegangen. Und das ist ja ganz schnell passiert. Also das Silvergate, dann die Silicon Valley Bank, dann Signature Bank, dann später hat sich also Credit Suisse mit ausgeweitet. Also das ging alles sehr, sehr schnell. Und ich glaube, das Problem ist nicht nur mit diesen 3, 4 Banken, weil das Problem ist mit das, jeder Institution wie auch Person, die jetzt Anleihen gekauft haben, die langfristig und sehr niedrigen Zinssatz haben. Also du Und die denkst, ja, dass es ein generelles Problem ist vom gesamten System. Da ja, sind alle Banken von betroffen, egal in welchem Land. genau. Und during Corona-Zeiten Mhm. hat die USA ja unheimlich viele von diesen Anleihen verkauft. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich haben sehr viele Institutionen diese Anleihen gekauft, die jetzt im Wert sehr, sehr stark gefallen sind. Es sind ja nicht nur Staatsanleihen, das sind ja auch andere Anleihen, weil die Zinsen halt so niedrig sind. Und die Banken, wie auch andere Leute, haben sich halt dran gewohnt, nach 10, 15 Jahren von sehr niedrigen, in Europa sogar negativen Zinsen. Ja, da haben sie gar nicht mehr dran gedacht, ja, was passiert denn, wenn die Zinsen jetzt hochgehen? Mhm. Und das haben wir jetzt rausgefunden, was passiert, wenn die Zinsen hochgehen, nicht? Und dann sind da diese Bankruptcies passiert. Und was man dazu vielleicht noch sagen sollte, die Entscheidung wird dann immer wieder kommen, ja, was machen wir jetzt? Wenn man ein Konto mit so einer Bank hat, dann ist man bis eine Viertelmillion oder so versichert vom Staat. Mhm. Und dann die meisten Leute, ja, darum hat das ja keine so große Auswirkung. Aber das Problem ist, Signature Bank zum Beispiel war einer der wichtigsten Banken für Kraken, der Mhm. Crypto Exchange Kraken. Und die hatten halt mehrere Milliarden Dollar, die gespeichert sind. Und wenn das Geld jetzt flöten geht, was passiert dann mit den Anlegern, die eine Balance bei Kraken haben?
Und das ist halt dieser Counterparty-Risk, dieser Gegenparteirisiko, was in dem Bankensystem halt so verknüpft ist. Also dieses Sicherungssystem hat eigentlich gar nicht genug Liquidität, sage ich mal, um alle letztendlich auszahlen zu können. Wenn jetzt sag ich mal, mehr Banken auf einmal kaputt gehen oder ja, die Liquidität nicht mehr haben, dann könnte dieser Sicherungsfonds eigentlich gar nicht alle Leute auszahlen letztendlich. Und größere Leute ja sowieso gar nicht, weil man es ja auch. Das ist immer nicht so das Problem, weil es gibt irgendwie der Vaterstaat, der kommt dann so wieder rein. Und wie er jetzt auch wieder gezeigt hat, wurde ja nicht nur die Versicherten, sondern alle wurden ausbezahlt, weil einfach das Verständnis da ist, dass das ganze Finanzsystem halt so fragil ist, dass man sich gar nicht erlauben kann, auch jetzt so mittelgroße Banken, dass die bankrott gehen. Weil wenn das dann so weitergeht, dass andere Investoren ihr Geld rausnehmen und dann zeigt sich, wer jetzt auch noch weiter diese Bonds gekauft hat und wer dann auch wieder in Probleme geht. Das heißt, das kann wie so ein Anfang von einer Kettenreaktion sein, die sich dann weiter und weiter ausdehnt. Also du kannst dir vorstellen, dass es nicht nur jetzt in den USA bleibt, sondern auch weiter nach Europa, in andere Länder überschwappen kann oder auch generell international sich flächendeckend ausbreiten kann. Hat es ja. Credit Suisse ist ja eine Schweizer Bank. Und das Problem haben nicht nur Banken, das haben auch Pensionsfonds, das haben Versicherungen. Ja, die investieren ja langfristig in Staatsanleihen. Ne? Das ist Genau. Und jetzt sind die Zinsen so schnell hochgegangen. Und darum gibt es viele, in Amerikanisch sagt, es gibt viele Skeletons, es gibt viele Skeletten, oder Tote, die im Keller liegen. Die im Keller liegen, von denen man lieber nichts wissen möchte. Und darum geht es halt immer darum, die Leute zu versichern. Also eigentlich geht es nur darum, das Vertrauen aufrechtzuerhalten in das aktuelle System und in die Banken, oder? Und wenn das Vertrauen weg ist, dann wird es halt kollabieren letztendlich, wenn alle versuchen würden, das Geld von den Banken zu ziehen. Genau, und Banken müssen ja normalerweise ihr Großteil ihrer Investitionen nicht zum Market setzen. Also sie müssen den realen Wert von der Investition zu diesem Zeitpunkt nicht wahrgeben, sondern sie zeigen einfach den Nominalwert oder so etwas. Und damit sieht die Bank halt okay aus. Also nach außen ist alles schön gerechnet, mit der Bilanz und so. Weil das nicht ein Realized Gain ist. Also die haben das nicht verkauft, darum muss das jetzt nicht als Bilanz, als Loss gezeichnet werden. Aber wenn sie es verkaufen müssen, weil Leute halt ihr Geld wegnehmen. Dann wird sich dieser Verlust realisieren und genau. wird sich auch in den Bilanzen niederschlagen und die werden direkt bankrott, die Banken sehr wahrscheinlich, weil die so groß sind mittlerweile die Summen, dass es gar nicht mehr handelbar wäre für die Banken. Und das Problem ist, wenn Vaterstaat kommt und immer wieder diese Banken Bailouts rettet, dann schwächt das mit der Zeit die Währung selber. Durch Inflation, Geldmengenausweitung. Ja, und eine der Probleme, was wichtig ist zu verstehen mit Inflation. Inflation ist die Menge an Geld, die Güter sucht. Also ich kann so viel drucken, wie ich möchte, aber solange das Geld hier irgendwo sitzt keine Umlaufgeschwindigkeit hat. Genau, keine Umlaufgeschwindigkeit hat, dann hat es wenig Effekt auf die Inflation. Aber sobald Leute anfangen, die Güter zu kaufen und es gibt nicht genügend Güter, dann geht die Inflation natürlich hoch. Aber genauso, wenn es jetzt weniger Güter gibt und die Menge an Geld bleibt das gleiche, dann geht die Inflation auch hoch. Weil es kommt immer darauf an, wie viele Güter es im Gegenzug zu wie viel Geld versucht jetzt diese Güter zu kaufen. Und jetzt über die letzten 20, 30 Jahren hatten wir eine Periode, wo China halt Güter sehr billig produziert hat. Die Güter wurden dann billig in Supermärkten und so weiter verkauft. Und damit hatten wir halt eine Periode von 20 Jahren, wo das praktisch ein Paradies war. Also von einer ökonomischen Perspektive. Inflation ist nicht hochgegangen, weil China Sachen so billig produziert. Zinsen können niedrig sein, jeder hat Geld, ist sehr billig, jeder kann viel Geld haben. Das heißt jeder, aber vom Investitionspunkt war das Geld halt sehr, sehr einfach zu bekommen. Und jetzt kommt das Gegenteil, weil China produziert, ist jetzt nicht mehr so billig und wegen den ganzen geopolitischen Problemen
wird es jetzt weniger und weniger Güter geben, die aus China kommen. Zum Beispiel, ein Großteil der iPhones werden in China produziert. Jetzt sagt USA, ja, China, du darfst jetzt nicht mehr die die Maschinen bestellen, mit denen du Chips erstellen kannst. Hm. Ja, jetzt brauchst du aber vielleicht diese Maschinen, um ein iPhone herzustellen. Das heißt, wo wird nächstes Jahr diese iPhone produziert? Weil wenn China diese Maschinen nicht mehr bekommt, dann wird es halt mehr und mehr Engpässe kommen. Und als wir jetzt diese letzten 20, 30 Jahren vom internationalen Trade, der sich halt mehr und mehr effizient geworden ist, jetzt drehen wir das um. Mhm. Und das heißt, es wird weniger Güter geben, die Güter werden teurer werden. Hm. Und das wird Inflation hochschießen. Also selbst wenn die Geldmenge jetzt wieder runtergehen würde oder auch die Umlaufgeschwindigkeit ein bisschen sinken würde, wird dadurch, dass halt weniger Angebot da ist auf der Produktseite, wird trotzdem die Inflation weiter oben bleiben. Also das heißt, diese Bemühungen, die Zinsen anzuheben von der Fed und so weiter und so fort von den Zentralbanken, ist dann eigentlich, hat wenig Auswirkungen. Es hat eine Auswirkung, weil die Inflation halt noch höher wäre, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Aber es gibt fundamentale Gründe, warum die Inflation weiter steigen wird. Weil wir haben Unmengen an Geld gedruckt in den letzten 20, 30 Jahren. Die Effizienz von Produktion von Gütern wird weniger. Das heißt, die Menge von Gütern wird weniger. Und wenn Leute mehr besorgt werden, werden sie vielleicht auch weniger in Aktien investieren und so weiter. Und diese ganze Kombination macht es für eine sehr schwierige Periode. Also Ich glaube, auch Corona hat auch nochmal stark damit, also das ist ja jetzt die ganze Vorperiode, dann kam ja Corona, da war ja quasi jeder irgendwie zu Hause eingeschlossen oder viele Menschen. Und viele waren irgendwie vom PC, haben vielleicht ein bisschen Stocks getradet oder also Aktien gekauft oder sowas oder Krypto, keine Ahnung. Und das Geld wurde ja quasi umsonst, hat ja jeder bekommen irgendwie. Rescue Package hier und so weiter und so fort. Und irgendwann hat ja dann wieder die Economy, also die Wirtschaft geöffnet, die Grenzen waren geöffnet, die Menschen konnten wieder reisen und konnten das Geld auf einmal wieder ausgeben. Dadurch ist die Umlaufgeschwindigkeit ja auch extrem nach oben geschwellt von heute auf morgen. Und das, denke ich, hat auch dafür gesorgt, dass dann halt jetzt eben so eine starke Inflation dann auch nochmal zusätzlich angetrieben wurde, oder? Weil das alles aufgestaut wurde die letzten 2 Jahre über Corona. ja, zu einem gewissen Maße, aber ich glaube, diese nächsten 10 Jahre werden wir mit den Konsequenzen von diesen Trade Wars, von diesen Embargos, von diesem Rücktritt vom Handel Also du was zu denkst, tun das haben. hat eine langfristige Auswirkung. Also wir können jetzt nicht darauf hoffen, dass 2024 halt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und gut ist. Das heißt, man sollte sich jetzt wirklich darauf fokussieren, wie bringe ich mein Vermögen in Sicherheit? Ja. Und wie kann ich schützen? Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, jetzt ein Krieg zwischen Ukraine und Russland. Auf einmal kostet Nahrung viel mehr. Nicht? Das ist ja die Kornkammer. Die Kornkammer, genau. Ölpreise sind natürlich hoch. Das wiederum bringt Elektrizitätspreise hoch. Das ist ja alles miteinander verbunden. Ja. Wenn wir uns jetzt mal einen Krieg oder einen Wirtschaftskrieg zwischen USA und China vorstellen, dann würden die Auswirkungen ja noch viel größer sein. Und äh, dann kommt irgendwann der andere Punkt, weil eine Währung, der einzige Wert von einer Währung heutzutage ist das Vertrauen, das Leute in die Währung haben. Weil sie wird ja von nichts gedeckt. Sie wird nur von dem Vertrauen der Leute in die Währung gedeckt. Also dass wir glauben, das hat einen Wert und morgen kriege ich noch was dafür und ich vertraue dem halt. Und der Staat sagt halt, das ist die offizielle Währung, vertraue es. Aber wenn die Leute es nicht vertrauen, dann haben wir Weimar Republic. Die Mark, die ja um Milliarden Mal Inflation an Wert verloren hat, nicht? 1922 und so weiter. Das ist halt der Tod von einer Währung. Denkst du, wir sind schon an den Punkt angekommen, dass der Vertrauensverlust so stark ist, dass es in den nächsten Jahren, dass wir das sehen können, wieder so eine Hyperinflation, oder denkst du, das ist noch nicht so weit? Es dauert eigentlich immer länger, als man so denkt. Aber das Problem, was ich sehe, es kann einen sogenannten Catalyst geben. Also es kann ein oder zwei Events geben, die praktisch das alles Triggern oder auslösen. Jetzt zum Beispiel, es gibt ein sehr interessantes Buch, das heißt Currency Wars von Jim Richards. Und Jim Richards hat im Pentagon, also für die amerikanische Militär, Wirtschaftsspiele gemacht,
wo er China gespielt hat. Und da wurden Simulationen gemacht von asynchronen Kriegen. Also Kriegen, wo wir nicht mit Waffen gegeneinander schießen, sondern wir versuchen uns in anderen Wegen kaputt zu machen. Also über Wirtschaft. Oder? Und Wirtschaft ist halt eine dieser Methoden. Und wenn Länder jetzt versuchen, ihre eigenen Währungen kaputt zu machen, dann muss man halt irgendeine Alternative suchen. Und Gold ist immer eine dieser Alternativen, weil Gold nicht politisch ist. Ja, ist neutral. Ist Und quasi wie die Schweiz des Geldes. es hat einen Intrinsic-Wert, also einen eigenen Wert, der jetzt nicht davon abhängt, wer das jetzt erstellt hat. Und es könnte sein, dass irgendwann China sagt, dass sie jetzt keine US-Dollar mehr akzeptieren. Entwickelt sich ja aktuell schon mehr und mehr dieser Trend. Da wollte ich gleich noch mit drüber reden, über dieses Thema. Das ist ja auch hochspannend. Und genau, und falls sowas passieren würde, dann würde das zu einer potenziellen Krise des US-Dollars kommen. Also wir haben aktuell ja, wenn wir es mal kurz zusammenfassen, als ersten Punkt dieses explosiven Cocktails, sage ich mal, für Edelmetalle, dass wir eine Bankenkrise haben. Und das heißt, du als Anleger man sollte jetzt halt eben drüber nachdenken, ob man nicht das Geld von der Bank holt, weil man hat gesehen, jetzt die nächsten Banken sterben, gehen pleite. Also warum noch Geld auf der Bank halten? Dann haben wir die Inflation, haben wir schon angesprochen. Das Geld wird vernichtet quasi indirekt. Ja? Also das heißt, es wird immer weniger wert, wir kriegen immer weniger für das Geld. Und dann auf der anderen Seite diese internationalen Handelskriege, die sich jetzt aktuell auch entwickeln, auch dass der US-Dollar immer mehr an Bedeutung verliert oder potenziell, dass sich das weiter entwickeln kann. Und bevor wir darüber reden, möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, über die Zentralbanken, weil was mir aufgefallen ist, dass wenn man jetzt in der Schule oder im Fernsehen oder so das schaut, dann erzählen einem immer alle, ja, du sollst aber kein Gold kaufen, weil es zahlt dir sowieso keine Zinsen oder auch kein Silber und das ist ja alles, weiß ich, ein Relikt aus uralten Zeiten, ja. Aber auf der anderen Seite, die Staaten, die Zentralbanken kaufen wie verrückt aktuell selber Edelmetalle und Gold. Also hauptsächlich Gold, ja. Stocken es auf. Auch jetzt Singapur hat ja wieder stark aufgestockt in 2023 und die gehen ganz klar einen Trend. Und warum wird uns erzählt, dass wir das nicht machen sollen als kleine Anleger, aber sie selber kaufen ohne Ende Gold? Also Ähm, ja, also Gold ist es von meinem Verständnis, US-Dollar ist die größte Reserve Currency von Zentralbanken gehalten. Euro ist der zweite. Gold ist jetzt der dritte geworden. Zentralbanken kaufen Gold aus den gleichen Gründen, die wir gleich praktisch beredet haben. Ein Grund, ich glaube, warum Leuten gesagt wird, kauf kein Gold, ist, dass es gibt sehr kleine Margen im Gold. Wenn ich jetzt eine Versicherung verkaufe, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in Singapur wird gut 30% Kommission bezahlt. also man verdient gut dabei. Man verdient sehr gut dabei. Also wenn ich jetzt eine Bank bin oder ein Finanzberater oder so, ich kann gut verdienen, indem ich eine Pension oder eine Versicherung verkaufe. Aber wenn ich jetzt Gold verkaufe, dann geht der Kunde und da guckt sich den internationalen Preis von Gold an und sagt, aber warum kriege ich denn nicht den Preis? Ja. Weil Gold ist ja eher wie eine Währung, ist sehr transparent und ist fast wie eine Währung. Und wenn man jetzt 1% Marge nimmt von Gold, dann ist das schon relativ viel. Und wenn man jetzt jemand ist, der versucht, Geld zu verdienen, verkaufe ich dir lieber eine Versicherung oder verkaufe ich dir Gold? Und das Schöne ist ja, man wird ja dann mit dem Vertrag auch noch daran gebunden und muss langfristig einzahlen und kommt vielleicht über Gesetze auch gar nicht mehr so einfach raus. Ja? Das heißt, du verdienst ja auch langfristig dann als Versicherungsmakler. Und man hat dieses ganze Gegenparteirisiko, weil wenn man jetzt so eine Versicherung hat, die Versicherung muss ja versuchen, irgendwie einen Verdienst zu machen. Und das sicherte Verdienst ist, dass man Staatsanleihen kauft. Und wir haben ja gerade gesehen, was passiert ist mit diesen Staatsanleihen, mit den Banken, die viel Staatsanleihen gekauft haben. Also du hast sehr viel Risiko, du zahlst sehr viel an Kommission, das man nicht sieht. Und es ist halt sehr profitabel für Firmen, die es verkaufen. Aber ich finde es interessant, weil du sagst, es hat sehr viel Risiko, aber normalerweise wird ja einem immer erzählt, es hat ja gar kein Risiko oder das ist das risikoärmste, Staatsanleihen zu haben, eine Versicherung zu haben und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn man es genau betrachtet, mal in die Tiefe, hat das halt super viel Risiko. Ja, das Durch diese ganzen Verstrickungen. Genau. Und das andere, was halt wichtig ist, wenn man nur in, sag mal, Euro denkt, und man sagt, ja,
Vorher hatte ich 100 Euro, jetzt habe ich 102 Euro. Drum bin ich ja reicher. Hm. Wenn man diese Denkweise hat, das heißt die nominale Denkweise, dann ist es immer sicher, eine Staatsanleihe Anleihe zu kaufen, weil der Staat wird ja immer bezahlt. Hm. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn die Inflation jetzt 10% hochgeht und mein Brötchen jetzt halt 1,10 € kostet, anstatt 1 Euro, dann kann ich mit meinen Euro 2 nicht mehr mein Brötchen kaufen. Das heißt, ich habe einen Verlust ein bisschen unter 8%, also 7, 8% Verlust. Und es ist halt wichtig, dass Leute nicht in nominalen Art und Weise denken, sondern auch denken, was kann ich mir mit dem Geld überhaupt leisten? Weil Euro, US-Dollar und so weiter, das sind Währungen, die immer an Wert verlieren. Jedes Jahr, das ist ja Ein Inflation. Tauschinstrument eigentlich. Ne? Genau. Im Durchschnitt hat der US-Dollar um ungefähr 3,4% an Wert verloren seit 1970. Und Im mit dem Durchschnitt. Zinseszinseffekt ist das schon heftig. Das ist der Kost. Also wenn man nicht mindestens im Durchschnitt 3,4% erwirtschaftet, Hm. verliert man. Okay, das ist der Durchschnitt quasi. Ja. Ja. Gold, wenn man das in US-Dollar berechnet, also vom Wertansteig, ist im Durchschnitt um 7,8% gestiegen. Also brauchen wir gar nicht eine Verzinsung so gesehen von Gold, weil die. Genau. Also wenn jetzt einer langfristig Gold hält, es zahlt keine Dividenden oder es zahlt keinen Zins, aber muss es ja nicht, weil es halt immer in Wert steigt, langfristig, während Währungen im Wert immer fallen. Und man muss versuchen, genügend mehr Währung zu bekommen, um seine Kaufkraft auch weiter zu behalten. Und das, wenn man es mal versteht, ist dieses Konzept eigentlich einfach zu verstehen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass gute 60, 70% der Leute dieses Konzept nicht verstehen. Ja, ich meine, ist auch schwierig. Es ist ja halt einfach sehr trickreich, dieses System, würde ich sagen. Und ich meine, man wächst ja auch damit auf, mit dem Verständnis, dass man reich ist, wenn man viel Geld auf dem Konto hat oder sowas, ja. Und jeder handelt ja immer nur mit Euro oder US-Dollar. Also man sieht ja im täglichen Leben gar kein Gold. Und die Inflation ist ja auch so schleichend und so indirekt. Wird ja dann erstmal wirklich, macht sich bemerkbar nach 50 Jahren, also wenn ich in Rente gehe, dass du auf einmal das Geld, was du angespart hast, gar nicht mehr das wert ist. Also klar, jetzt sieht man es schneller, weil die Inflation so hoch ist, aber in der Vergangenheit, ja, wenn man jetzt an meine Eltern denke zum Beispiel oder so. Das Problem ist meistens, man sieht das, wenn man im Supermarkt jetzt höhere Preise sieht. Und viele Leute sagen dann, ja, das ist die Schuld vom Supermarkt. Genau. Der Aber Unternehmer ist ja der der Schuld. Unternehmer ist wieder schuld. Der will mehr Profit Ja, einschlagen. aber die Wahrheit ist, wenn man andauernd Geld aus dem Nichts kreiert, wird das Geld halt weniger wert. Ja, eigentlich ganz logisch. Und das sieht man dann halt in Form von höheren Preisen. Und die Balance ist halt, solange dieser Wertverlust nicht zu hoch ist, geht das langfristig auch mehr oder weniger okay. Aber wenn Inflation jetzt mal schnell hochgeht, wie es in den USA mit fast 10%, dann wird es den Leuten eher bewusst. Und Ja, jetzt ist es halt sichtbar. Ne? ja, und wenn jetzt diese Mentalität anfängt, wo man sagt, ja, diese Güter werden ja teurer und teurer, jetzt nehme ich lieber mein Geld und kaufe die Güter jetzt, weil morgen werden sie teurer sein. Und dann hortet man quasi. Dann wird es mehr und mehr Geld geben, was ihr versucht, die Güter zu kaufen, was den Preis ansteigen lässt. Der Verkäufer, der sieht, ja, ich kriege ja mehr und mehr Leute, die es kaufen wollen und das Geld wird ja weniger wert. Jetzt mache ich mal lieber meine Preise heute teurer anstatt morgen. Das ist Und wie so eine negative Abwärtsspirale eigentlich, die sich immer weiter beschleunigt. genau, und das ist ja, was 1922 oder von 1918 bis 1922 mit der Deutschen Mark, die Weimarer Republik Mark halt passiert ist. Das ist es. Es ist alles über Psychologie. Im Endeffekt ist die Sache relativ einfach. Wenn Leute anfangen, das Vertrauen in die Währung verlieren, dann ist es das aus. Und als Zentralbank, als Banken und so weiter ist es halt sehr wichtig, dass das Vertrauen in der Währung bleibt. Und Und drum deswegen ist, erzählen sie dir, okay, hab kein Gold, weil du kannst unserer Währung vertrauen in dem Moment. Das ist sicher. ja, weil als Staat ist deine ganze Macht, ein Großteil deiner Macht ist ja in der Währung. Wenn die Währung nichts mehr wert ist, wie zahlst du dann die Polizei? Wie zahlst du die Armee? Wie zahlst du Flughafenpersonal? Alles hört auf zu funktionieren. Drum ist da halt das A und O.
Das Problem ist, wenn man langfristig immer mehr und mehr druckt, dann geht das Risiko, dass irgendwann was mal schief geht, halt höher und höher. Mhm. Man weiß nicht, wann das passieren kann, weil es ja hauptsächlich eine psychologische Sache ist. Aber wenn das mal so weit kommt, dann kann es ja schnell passieren. Ja, und ich glaube, das ist halt auch das, was man jetzt gerade sieht bei diesem Trend, dass die Zentralbanken mehr und mehr kaufen, weil die verstehen das schon. Ja, ich meine, die sind ja auch nicht blöd und die bereiten sich vor quasi auf so einen potenziellen Kollaps und wollen halt auch unabhängig sein von jetzt diesen internationalen Handelskriegen, die wir jetzt ja ansprechen dann noch. Aber für dich als Zuschauer ist dann auch mal wichtig zu verstehen, was du gerade gesagt hast, die Leute fangen an zu horten. Vielleicht in Deutschland fangen sie an, erstmal Klopapier zu horten, was ja gar keinen Sinn macht, aber irgendwann kommt da mal einer auf die Idee, nicht nur Klopapier zu horten, sondern versucht dann Edelmetalle zu kaufen, Gold und Silber. Und wenn man dann an den Punkt kommt und du hast dich noch nicht vorbereitet, du hast noch keine physischen Edelmetalle in deinem Portfolio, aber alle wollen es oder viele wollen es auf einmal, dann wird es sehr, sehr schwierig und der Preis schnellt dann natürlich auch extrem in die Höhe. Also Ja. es macht Sinn, sich vorzubereiten. Ja? Und Ja, das Wichtige ist, dass man verstehen muss, dass es einen Unterschied gibt zwischen physischem Gold und Silber und Papiergold und Silber. Weil Papiergold und Silber ist praktisch nur ein Kredit, wo meistens gar kein Gold oder Silber dahinter steht. Wenn wir jetzt in eine Finanzkrise gehen, dann ist das höchstwahrscheinlich nichts wert, weil die Bank oder die Institution womöglich bankrott gehen würde. Das heißt, dieses Goldkredit hat keinen Wert. Außerdem war das Gold meistens auch niemals da. Und in einer Krise ist halt das Premium, also den Extrapreis vom physischen Metall, der geht rapide hoch in einer weil Krise. jeder versucht, die Goldmünzen zu bekommen, die physischen. Genau, 2008 zum Beispiel, als ich in der ganzen Sache interessiert wurde, ist der Preis von Silber weiter und weiter gefallen auf 9,50 $ pro Unze. Aber das physische Metall, dafür müsste man 30 $ zahlen, weil keiner verkaufen wollte. So hat sich der offizielle Preis, sag ich mal, vom physischen Preis abgekoppelt. Genau. Sieht man ja jetzt auch schon wieder, ne? Ein bisschen. Also nicht mehr so stark, aber ein Kobalt hatte in der Corona. Ja, also die Premiums von Münzen und zum Beispiel sind hochgegangen, aber desto schlimmer die Krise, desto größer wird dieser Unterschied werden. Und wenn man jetzt so ein Händler ist, solange ich jetzt eine Raffinerie anrufen kann und sage, ich möchte 50 Kilo Gold kaufen, zum Spotpreis, der gehandelte Preis, der im Fernsehen gezeigt wird, solange ich das auch kaufen kann, ist das auch der richtige Preis. Ja. Aber in einer Krise, wenn mir dann gesagt wird, ja, es wird aber nichts mehr verkauft, weil wir haben zu viel Nachfrage, wir kriegen kein physisches Gold. Und dann geben die dir keinen Preis oder sie sagen, der Preis ist jetzt 40% höher, dann ist der Fernsehpreis nicht mehr der reale Preis. Das ist der Preis, der in den Finanzmärkten noch gehandelt wird, mit Papiergold, aber nicht der reale Preis. Und das sind halt so die Gründe, warum es Sinn macht, etwas physisches Gold und Silber zu kaufen. Gar nicht so als Investition, sondern eher als eine Versicherung, eine echte Versicherung, die aber auch langfristig an Wert steigen wird. Ja. Und ich sehe kaum Nachteile für jemand, wenn man 10-15% seines Vermögens nimmt und damit physisches Gold und Silber kauft. Und das dann in einer Art und Weise speichert, dass es hoffentlich nicht gefährdet wird, wenn eine große Krise passiert. Ich meine, ein paar Leute stecken vielleicht unter das Bett, andere Leute vergraben es irgendwo, andere Leute bringen es zu einer Firma wie uns. Und es lohnt sich auch, das in einem anderen Land zu speichern, als wo man lebt. Weil das eine Diversifikation ist. Ja, das ist ein Portfolio. Damit man halt dieses 10-15% so als Absicherungsgeld irgendwo anders hat, was sicher sein soll, wenn zu Hause irgendwas passiert. Und das ist das Prinzip, nach dem wir Silverbullion jetzt aufgebaut haben. Ja. Also um das jetzt nochmal zusammenzufassen ein bisschen, wir haben auf der einen Seite jetzt die Bankenkrise, die wir haben, wo man jetzt nicht mehr weiß, ob dein Geld noch sicher ist auf der Bank. Dann haben wir auf der anderen Seite den Trend, dass Zentralbanken anfangen, selbst sehr viel Gold zu akquirieren und zu akkumulieren. Und jetzt als dritten Punkt, den ich jetzt zum Schluss noch ansprechen wollte, mit dir ist das Thema internationale Handelskriege. Man sieht, dass der US-Dollar mehr und mehr an Bedeutung verlieren soll anscheinend. Ja? Also das ist ein Trend da, dass mehr und mehr Länder sagen, wir wollen nicht mehr nur in US-Dollar handeln, sondern wir akzeptieren auch jetzt Euro oder Yuan oder was weiß ich was für eine Währung. Ja? Und wie wird sich das letztendlich, wenn sich das wirklich zuspitzt und der US-Dollar als Reservewährung ich meine, das passiert ja nicht von heute auf morgen, das kann vielleicht in den nächsten 10 Jahren passieren, das ist ein Trend, der auch schon lange existiert. Aber wie wird sich das auf die Edelmetalle dann, auf die Edelmetallpreise auswirken letztendlich, wenn der US-Dollar nicht mehr das
Flaggschiff ist, sage ich mal, der Welt. Also ich glaube, man sollte Gold und Silber als eine Währung sehen in sich selbst, die jetzt aber nicht spezifisch für ein Land ist, sondern halt eine Grundwährung. Und falls es jetzt eine Krise im US-Dollar gibt und ich könnte es mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, dass wenn dieser Wirtschaftskrieg sich erweitert, USA erlaubt diese Chips nicht oder erlaubt es nicht, dass amerikanische oder auch europäische Chip-Manufacturing-Machines nach China exportiert werden. Das ist aber eine sehr wichtige Sache für China. Vielleicht sagt irgendwann mal China, dass ich habe jetzt die Nase voll. Die Amerikaner machen mir mehr Probleme, als es wert ist. Und das schlage ich zurück. Und wenn ich jetzt China wäre, dann könnte ich ja sagen, ich akzeptiere keine Dollar mehr zum Verkauf meiner Güter. Und China hat jetzt ungefähr 30% oder so vom Welthandel. Und das würde jetzt heißen, dass alle Länder, die mit China handeln wollen, auf einmal mit Euro, mit Gold, mit Yuan oder mit irgendeinen anderen Pesos zahlen müssen oder was halt gerade akzeptiert wird, aber nicht US-Dollar. Und das würde heißen, dass all diese Länder jetzt auf einmal US-Dollar verkaufen müssen, um eine andere Währung zu bekommen, mit denen sie chinesische Güter bekommen. Und das könnte ein Schlag sein gegen den US-Dollar, von dem sich der US-Dollar womöglich nicht erholen könnte. Ich würde mir vorstellen, dass die USA das als einen Finanzangriff sehen würde und dass sie dann praktisch Embargos gegen chinesische Firmen machen würden. Und da ist die Frage, wie sich das durchsetzt mit den BRICS-Staaten jetzt, wo die schon so untereinander stark vernetzt sind. Die haben es in den letzten Jahren so stark alles aufgebaut. Ja. Um ein Beispiel zu geben, HSBC Bank. HSBC ist ja Hongkong Shanghai Banking Corporation. Carrie Lam, das war ja der CEO von Hongkong, ist praktisch Äquivalente vom Präsidenten, vom Kanzler sozusagen von Hongkong, nicht? Die USA hat HSBC gesagt, Carrie Lam ist jetzt auf einer Liste von Leuten, die nicht mehr erwünscht sind. Du darfst keine Bankkonten haben. Das wäre genauso, als ob jetzt die USA der Deutschen Bank sagt, dass der deutsche Kanzler darf jetzt kein Konto mehr haben, Bankkonto. Ja? Und HSBC musste amerikanische Vorschriften folgen. Und wenn man jetzt Hongkong ist, dann gefällt das eigentlich gar nicht. Also wenn jetzt der deutsche Kanzler kein Bankkonto haben kann, weil USA sagt, ich mag dich jetzt nicht mehr, Kanzler. Dann ist man ja nicht mehr Herr im eigenen Land, oder? Genau. Und das ist halt so der Typ von Sache, die in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, wobei viele Länder sagen, ich möchte nicht mehr völlig auf den Dollar setzen. Und in Hongkong ist es jetzt so, dass die haben Gesetze gemacht, dass es illegal ist für Banker, solche Restriktionen zu folgen. Also wenn USA sagt, Carrie Lam darf kein Bankkonto haben, dann ist es illegal, das durchzuführen. Und wenn man jetzt ein Banker ist in Hongkong, dann hat man natürlich ein großes Problem. Und der einzige Grund, warum bis jetzt noch nichts schiefgegangen ist, ist, weil diese Gesetze nicht durchgeführt werden. Aber die Gesetze sind da. Und wenn jetzt das zu einem Punkt kommt, wo die Chinesen oder Hongkong sagt, die werden jetzt durchgesetzt, die Gesetze, dann wird es zu einer Spaltung kommen des Finanzsystems. Weil Banken dann wahrscheinlich entscheiden müssen, handle ich jetzt mit USA und Allies oder handle ich jetzt mit China und BRICS-Staaten? Und die haben sich so miteinander verkracht, dass ich nur mit einen handeln kann, weil beide haben Gesetze, die es nicht erlauben, mit anderen zu handeln. Ja, also setzt man sich selbst schachmatt quasi. Und wenn das passiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann eine Bank halt die chinesische Bank wird, eine wird die amerikanische Handelsbank und dann müssen sie halt miteinander irgendwie traden. Oder die Banken haben jetzt ein Department hier, ein Department da. Also es würde zu einer Riesenkrise und Zerstreuung des Systems werden. Und wenn das passiert,
dann wird sich sehr viel sehr schnell ändern und der Wert des US-Dollars kann sehr schnell fallen. Wenn man jetzt Gold in US-Dollar bewertet, das ist ja, wie wir Gold bewerten, dann würde die Menge von US-Dollar, die man braucht, um eine Unze auf Gold zu kaufen, halt drastisch hochgehen. Das heißt, der Preis würde um Vielfaches hochgehen. Also wenn wir jetzt nachgucken, wie das in der Weimarer Republik war, ich meine, da war eine Unze Gold, die war auf einmal 20 Milliarden Mark oder sag mal Dollar wert. Reichsmark oder wie das hieß damals. Ja, also desto schlimmer die Krise wird, desto wichtiger ist es, dass man physisches Gold und Silber hat. Ich meine, das große Problem, was ich hier auch sehe, ist halt, ich als normaler Anleger, ich bin ja nicht in diesen Zirkeln unterwegs von Staatschefen und Zentralbank-CEOs oder was weiß ich. Und ich weiß gar nicht, wie es letztendlich ausgeht, ob sie der US-Dollar noch weiter Weltreservewährung bleibt oder ob es der Yuan wird oder eine ganz andere Währung, vielleicht eine neu geschaffene Währung, die die BRIC-Staaten auf den Markt bringen oder was weiß ich. Aber mit Gold oder physischem Gold und physischem Silber habe ich ja die Möglichkeit, einfach einen Layer darüber zu setzen, um mich davor zu schützen, weil ganz egal, welche Währung jetzt letztendlich gehandelt wird unten und welche siegt, am Ende hat mein Gold ja immer einen Gegenwert, immer, also in jeder verschiedenen Währung der Welt. Und das ist eigentlich, was man nur verstehen muss. Damit kann man sich absichern in diesen Bereichen. Genau, man steigt einfach aus diesen ganzen Problemen ganz einfach aus, weil mit Gold, man kann es direkt besitzen, das heißt, man hat keine Gegenparteirisiko und es ist seine eigene Währung. Es basiert sich nicht auf den Dollar, auf den Euro und so weiter. Und durch diesen beiden Faktoren hat man die größten Risikos, die es jetzt in der Zukunft geben wird, auf die wir hinsteuern, schon abgedeckt. Also, um es auf den Punkt zu bringen, man wird seine eigene Bank, könnte man sagen. Man verwaltet seine Assets dann selbst, wenn ich wirklich Eigentümer bin vom physischen Edelmetallen, jetzt schon zu Hause. Und dann gibt es halt eben auch die Option, hast du ja gesagt, man kann sich diversifizieren weltweit. Zum Abschluss, Gregor, ich kriege immer wieder die Frage aus der Community, ja, warum denn Silver Bullion und warum eigentlich Singapur? Ja, ich meine, jetzt denken sich viele, ja, ich habe doch die Schweiz oder Liechtenstein vielleicht um die Ecke, ich kann doch auch da Edelmetalle einlagern. Singapur ist so weit weg, ja, ist vielleicht auch potenziell hat es irgendwie vielleicht mal Probleme mit China oder so. Also auch jetzt, wenn du an diese Handelskriege denkst du, das wird sich eher positiv auf Singapur dann auswirken, wenn China da mehr, sag ich mal, der Yuan auch genutzt werden würde? Weil ihr habt ja auch hier viel Chinesen in Singapur, ist ja kulturell auch sehr stark hier verankert alles. Also vielleicht erzähl mal, warum eigentlich Singapur als Jurisdiktion und warum dann auch Silver Bullion noch? Also mit einem Handelskrieg werden normalerweise alle verlieren. Hm. Aber das Wichtige in so einer Situation ist, dass man neutral bleibt. Und ich glaube, die Länder, die es schaffen, neutral zu bleiben, denen wird es mit am besten gehen. Also wie im Zweiten Weltkrieg, wie die Schweiz zum Beispiel. Genau, ich meine, der Zweite Weltkrieg hat so viel Zerstörung gebracht. Die Schweiz hat am Ende noch davon profitiert, nicht im Endeffekt. Und sowas Ähnliches kommt jetzt auch wieder, würde ich sagen. Also es ist wichtig, neutral zu bleiben und dann muss man sich natürlich fragen, wie stark ist das Land vom Finanziellen her? Weil die Angst ist, dass wenn wir eine Krise des US-Dollars haben und der US-Dollar im Wert verliert, dann muss ein Staat wie die USA eine neue Krise, eine neue Währung erstellen, die Leute vertrauen können. Und normalerweise spielt Gold damit eine große Rolle, weil Leute können sich darauf einigen, dass Gold einen Wert hat. Und wenn diese neue Währung jetzt transparent mit Gold bedeckt ist und auch andere wertvollen Sachen, dann könnte das eine Währung sein, die wieder das Vertrauen mit etabliert. Das Problem ist, wo kriegt die USA das ganze Gold her? Und wenn man jetzt zur Geschichte guckt, 1933 hat die USA Gold nationalisiert. Damals war der US-Dollar noch mit Gold gedeckt. Allerdings war die USA in der großen Depression, brauchten Geld, wollten gerne Geld ausgeben, was sie nicht hatten. Aber wenn sie das Geld einfach drucken, dann könnten Leute ja ihre Dollar zum Staat bringen und sagen, gib mir das Gold, weil ich habe gesehen, ihr druckt da zu viel, gib mir lieber das Gold. Und das ist ja die Funktion vom Gold. Es ist Ist ein ein Staat, Reserve-Asset auch. ein Reserve-Asset, aber wenn es eine klare Deckung gibt, dann limitiert es die Möglichkeiten des Staats, Geld einfach zu drucken. Also ein Staat muss honest, ehrlich bleiben.
sozusagen mit seinem Geld. Also dass es 1:1 gedeckt ist und nicht mehr drucken, als eigentlich da ist. Oder vielleicht 1,5 gedeckt, weil sie halt ein bisschen drucken, 50% mehr, aber die Leute merken das nicht so. Ja, aber das wäre ja schon nicht mehr ehrlich, ne? Das wäre dann schon wieder. Ja, und USA hat das Problem, ja, wie drucke ich jetzt das Geld? Aber meine Währung muss ja noch goldgedeckt sein. Haben sie gesagt, ich mache es einfach illegal für Amerikaner, Gold zu besitzen. Ja. Und jeder, der jetzt Gold besitzt, musste innerhalb 2 Wochen das Gold an eine Behörde abgeben, hat dafür $25 bekommen pro Unze. Hm. Und wenn das nicht passiert, dann konnte man $10.000 Strafe haben, das war viel Geld damals, Hm. oder bis zu 10 Jahren Gefängnis. Hm. Also Gold ist praktisch wie Kokain geworden. Ja, das will dann keiner besitzen in dem Moment. Genau, und sobald der Staat das dann eingesammelt hat, haben sie dann gesagt, jetzt ist jede Unze Gold $33 wert. Hm. Und haben damit praktisch um die 30% mehr Gold, mehr Dollar erstellt, mit denen sie dann Hoover Dam und so weiter gebaut haben. Und seitdem haben sie dann mehr und mehr und mehr gedruckt, bis dann 1971 so viel gedruckt wurde, dass jetzt Staaten wie Frankreich haben gesagt, sag mal, du druckst viel zu viel Geld, Hm. gib mir mal das Gold wieder, ich gebe dir die Dollar, von denen du so viel gedruckt hast. Hm. Und dann hat der Urstaat praktisch gesagt, ja scheiße, Änderung, jetzt sind wir nicht mehr mit Gold gedeckt. Ja. Und jetzt handelt Gold halt frei, Amerikaner dürfen auch wieder Gold kaufen. Und seitdem haben sie halt, ist der US-Defizit praktisch von 300, was um die 100 Milliarden oder so, also Billions, ist halt um Billionen. mindestens 30 Mal gewachsen, der Deficit, mindestens. Und das ist halt ohne, dass man die Pensionssysteme mit berechnet, wo kein Geld drin steckt, die ganzen Healthcare-Systeme, die Medizinversorgung, wo alles kein Geld drin steckt. Also ähm, seitdem der US-Dollar nicht mehr mit Gold gedeckt ist, ist es halt Druck. Hm. Ja, und das bringt uns jetzt zu der jetzigen Situation, wo das Risiko für die USA besteht, dass die Leute das Vertrauen verlieren in US-Dollar und sie müssen jetzt Gold nationalisieren, Hm. um die neue Währung wieder zu erstellen. Also du denkst, das könnte wieder passieren in den kommenden Jahren. Ja, und das ist ein Grund, warum wir jetzt viele von unseren Kunden, die mit Amerikanern sind, die wollen halt ihr Gold nicht in den USA speichern. Aber wie könnt ihr da helfen? Weil wenn jetzt die USA sagt, ja, jetzt musst du dein Gold abgeben, ist, wenn es behältst, illegal, wir stecken nicht in den Knast. Und dann sende es halt hier aus Singapur. Ja, oder besorgst dir halt, ja. Drum schicken Leute das Gold ja jetzt auch nach Singapur und ähnlichen Ländern. Und dann ist halt die Frage, wie du gerade gesagt hast, was ist die Jurisdiktion von USA? Wie weit geht der Arm der USA? Und wenn wir jetzt mal HSBC angucken mit Hongkong, dann kann es schnell bewusst werden, dass der USA auf jede westliche Bank fast Vollkontrolle hat und auch auf global agierende Unternehmen. Wenn USA sagt, ich cancel deine Bankerkonten, dann kann eine Firma auch nicht groß weitermachen. Das heißt, die Macht der USA ist halt eigentlich global, in der westlichen Welt zumindest. Und darum ist die Frage, was passiert mit dem Gold, was jetzt in Sicherung gespeichert wird, falls eine Anfrage von USA kommt, das Gold nach den USA zurückzuschicken. Und das ist halt die Frage, wo man jetzt in der Schweiz ist oder wo auch immer, dass sich jedes Land oder jede Firma dann stellen muss. Und wir haben diese Firma halt gebaut von Anfang an mit der Grundidee, dass das einmal passieren wird. Und darum haben wir gesagt, wir wollen nicht global sein. Wir wollen nicht, wir wollen kein Gold in den USA, in Europa oder irgendwo anders speichern. Wir wollen es nur in Singapur speichern, sodass wir nur auf singapurianisches Gesetz hören müssen. Und ihr seid auch nur in Singapur registriert als Firma. Und falls ich jetzt eine Notice bekomme von US-Behörden, dass auf einmal Gold nach USA geschickt werden muss, dann sage ich einfach, dass ich die amerikanische Jurisdiktion in Singapur nicht anerkenne, dass ich aber
das an singapurianisches Gericht weiterführen und dann können sie sich ja mit dem singapurianischen Gericht zusetzen. Das wird erstens Jahre dauern und zweitens ist dann die Frage, macht es Sinn für Land Singapur, dass Gold so nationalisiert wird? Würde das Sinn machen oder eher nicht? Und ich würde sagen, es macht keinen Sinn aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Singapur selber ist ja ein reicher Staat. Darum muss Singapur nicht Gold nationalisieren. Es gibt keinen Grund dafür, weil sie ja nicht die. Wenn genug Reichtum da ist. Genau, es gibt keinen Grund. Der zweite, wichtigere Punkt ist, dieses ganze Reichtum in Singapur kommt vom Vertrauen, das Singapur aufgebaut hat über die letzten 40 Jahren. Dass es keine Korruption gibt, dass man Singapur vertrauen kann. Darum sind diese ganzen Firmen nach Singapur gezogen, Wealth Management und so weiter und so zu. Wenn Singapur jetzt etwas macht, das dieses Vertrauen zerstört, dann ist es ein Suizid, ökonomischer Suizid. Weil dann hier so gesehen ja nichts anderes ist. Also ihr habt jetzt keine Rohstoffe wirklich oder andere Sachen, auf die man aufbauen könnte. Genau. Und im singapuranischen Staat ist es ganz, ganz klar, erstens, dass der Staat gut verteidigt sein muss, auch militärisch. Zweitens, dass es neutral bleiben muss. Drittens, dass das Vertrauen immer aufgehalten werden muss. Das sind so drei Prinzipien in Singapur, die ganz, ganz wichtig sind. Und das sind ja auch so ein bisschen die Prinzipien, die die Schweiz stark gemacht haben. Und wenn man jetzt international Plätze sucht, wo man Gold speichern kann, eine Vergangenheit, wir hatten London, wir hatten New York, wir hatten die Schweiz, wir hatten Hongkong, wir hatten Singapur. London und New York fallen so ein bisschen weg. Hongkong ist jetzt sowieso vom Tisch. Das heißt, es bleibt eigentlich nur Singapur und die Schweiz. Ja, vielleicht noch Liechtenstein. Liechtenstein, ja. Und ich würde mal davon ausgehen, das Argument, wenn man jetzt in Deutschland lebt, dass man etwas Gold in die Schweiz steckt, ist ja auch nicht verkehrt. Aber es wird sich vielleicht lohnen, etwas in die Schweiz zu stecken und auch etwas in Singapur. Weil wenn etwas weit weg ist, das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil, dass es weit weg ist. Der Vorteil ist, dass es weit weg ist. Ja, genau. Das sind Weil, beide Seiten, ja. ja, wer weiß, was in Europa passieren kann. Wer weiß, was mit der Schweiz passieren wird. Ich meine, ich glaube, viele Deutschen haben schon mitbekommen, dass das Bankgeheimnis schon lang weg ist. Oder nicht mehr das war, was es vorher war. Und wenn man jetzt langfristig Geld absichern möchte, nicht Geld, aber halt Wert, auch für die Kinder und so weiter, dann macht es schon Sinn, das in mehreren Plätzchen Also zu man stecken. baut sich halt seine verschiedenen Körbe auf in verschiedenen Jurisdiktionen und sichert sich dadurch ab durch Diversifikation. Und wenn ein Standbein bricht, warum auch immer, ja, wenn es die Schweiz ist dann in dem Fall oder wenn zu Hause mir das Gold geklaut wird, dann habe ich halt noch in Singapur mein Geld oder mein Gold in dem Moment und habe nicht alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Und Schweiz ist natürlich in Europa. Wir sind, das heißt, die Probleme oder die Mentalität wird halt immer wieder europäisch geprägt. Und wenn diese Mentalität in eine Richtung geht, wo es auf einmal illegal werden würde, Gold zu halten, ähm, dann Singapur ist halt die andere Seite der Welt. Da ist es ganz unwahrscheinlich, weil das halt so weit weg ist. Das sind alles so Faktoren, warum das Sinn macht, etwas in einem Land wie Singapur zu haben. Welchen Stellenwert hat dann eigentlich auch Gold in der chinesischen Kultur? Äh, Chinesisch in Rotchina oder in Singapur? Oder? Ja, jetzt hier auch und auch traditionell in China. Also in Singapur ist es so, dass traditionell hat Gold natürlich in fast allen ähm, Ländern einen traditionellen Wert. Aber in Singapur haben die Leute sehr großes Vertrauen in den Staat. Und wenn Leute großes Vertrauen in den Staat haben, dann ist eigentlich der Bedarf an Gold nicht so groß. Und Siehst du das hier auch oder habt ihr auch viele Kunden aus Singapur? Also die wir haben Kunden in Singapur, die international gucken, was passiert. Ähm, aber wenn man jetzt so von der normalen Bürger schaut, äh,
der sieht jetzt so nicht den Bedarf an Gold, weil er sich sicher fühlt. Wenn man jetzt nach Indien geht, Die haben halt so viel Gold, jeder Inder weiß genau, was Gold ist und hat wahrscheinlich etwas Gold, weil das Vertrauen in den Staat nicht da ist. Wenn man nach Vietnam geht, ist heutzutage immer noch so, dass wenn man jetzt ein Haus kauft, dass ein Teil des Hauses wahrscheinlich unter den Tisch mit etwas Gold mitbezahlt wird. Weil sie sind durch mehrere Kriege gegangen. man Und lernt ob man, draus. Ja. ja, und egal ob man die Währung des Gewinners oder des Verlierers hat, ist die Währung wahrscheinlich sehr wenig wert. Und man hat halt gelernt, etwas Gold zu haben, weil egal was passiert, das Gold wird immer einen Wert haben. Und man kann mit dem Gold auswandern, irgendwo anders hin und das Gold wird einen Wert haben und kann sich damit wieder ein Leben neu starten. Drum ist jetzt die Nachfrage im physischen Gold in Singapur lokal nicht so hoch. Aber international. Aber das Interessante an Singapur ist halt für die internationalen Anleger, die ihr Gold nach Singapur bringen, weil sie im Endeffekt auch diese Sicherheit suchen, dass man einen Staat hat, dem man vertrauen kann. Was hier auch interessant ist, falls du mal nach Singapur kommen solltest, nach Little India gehen und da sieht man dann, da kann man die ganzen Goldhändler besuchen und dann ist ja teilweise der Shop voll und alle wollen nur handeln und irgendwie das Gold kaufen. Also da merkt man es richtig, wie das kulturell auch bei den Indern da verankert ist, ja. Ja, ich denke, es war ein super Schlusswort auch nochmal, um dann zu verstehen, dass es halt generell Sinn macht, Edelmetalle ins Portfolio aufzunehmen. Momentan haben wir halt eben, wie gesagt, das Problem mit der Bankenkrise. Das heißt, wir wissen nicht mehr, ob das Geld auf dem Bankkonto überhaupt noch sicher ist und welche Banken als nächstes kommen. Ich meine, könnte die Deutsche Bank als nächstes mal vielleicht auch Probleme bekommen oder auch andere Banken, wo man nicht drüber nachdenkt. Ja. Dann haben wir, dass halt eben Staaten anfangen, mehr und mehr Gold selber zu akquirieren und sich da auch anscheinend indirekt vorbereiten. Plus die internationalen Verstrickungen, dass da irgendwie Handelskriege stattfinden können und der US-Dollar vielleicht auch ja, mehr und mehr an Bedeutung verlieren wird. Also eigentlich alles Punkte, wo man sagt, mit Gold und Silber kann ich mich relativ gut vorbereiten und bin einfach, steig aus diesem ganzen System einfach aus und betrachte es aus der Parallele, könnte man sagen. Ja, Und man hat sehr wenig zu verlieren. ja, Es genau. gibt fast keine negativen Seiten dafür. Ich kann es immer wieder liquidieren, auch wenn ich Geld brauche. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Sehr liquide, der. Es ist eine Versicherung, die fast nicht, die wenig kostet oder nichts kostet, im Wert ansteigt über Zeit. Und es ist eine echte Versicherung, weil man praktisch nicht mehr von Finanzsystem Teilnehmer ist und das basiert sich nicht auf eine Landeswährung. Ja, ja. Ja, Gregor, vielen Dank für das Interview. Es war sehr spannend. Und falls du Silver Bullion besuchen möchtest und auch in Singapur ja gegebenenfalls Edelmetalle einlagern möchtest, dann findest du einfach unter dem Video den Link zu Silver Bullion. Und in diesem Sinne, Gregor, vielen Dank dafür. Und ja, euer Team ist ja immer bereit, auch Anfragen zu beantworten, wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen haben solltest, wie das genau funktioniert. Einfach ja, E-Mail schreiben oder wie kann man euch dann am besten kontaktieren, anrufen oder. Ja, einfach zur Website silverbullion.com.sg Ja. und oder per Telefon. Aber alle Kontakte sind auf der Webseite. Genau, perfekt. Vielen Dank.